Ja, guten Morgen allerseits. Gut geschlafen, gut gefrühstückt, geht's jetzt los. Wir fahren heute von Susa zuerst auf den Moosenie und dann weiter auf den Zweitöckschen Pass in den Alpen, den Col Iseran. Und weiter geht's dann zum kleinen St. Bernhard in die Schweiz. Also das freut uns heute richtig. Wir sind es ja schon mal gefahren im tiefsten Nebel. Heute haben wir tolles Wetter und die Aufnahmen werden bestimmt ganz toll werden. Also bleibt dran und viel Spaß.
Ja, Leute, ich habe entweder so viel Arbeit, ich kann nicht immer was essen. Bis ich die Kameras wechseln kann, dann kommt eine Meldung, Akku voll, dann kommt der Akku leer, dann kommt eine Meldung, Kabel voll, dann kommt wieder eine Meldung, was weiß ich was, das ist ja alles scheiße. Ja. Guck genau hin, guck genau hin. So geht's, wenn man da angeht. Genau. Die Haus ist schon ganz voll. Voll am Arbeiten, voll. Hey, die Kamera, leck. Und die stehen da. Luxus. Zack, wir haben ihn. Das war schon gut. So. Und jetzt brauche ich noch die Häuser, wo die reinpasst. Also diese 300 Kilometer heute, das war wirklich sehr kurzweilig, weil wirklich eine ganz tolle Strecke mit vielen Aussichten und Top-Grip. Wir sind heute Morgen über den Mont Cenis gefahren, also auch schon eine wunderbare Strecke mit tollen Aussichten. Weiter ging es natürlich auf den Col Iseran, da brauche ich glaube ich nichts dazu sagen. Was mich dann ein bisschen gewundert hat, war der La Rosière, den kannte ich eigentlich so noch gar nicht. Der ist auch wirklich wunderbar zu fahren, viele Kurven und Aussichten auf das Mont Blanc Massiv. Also das ist ganz toll. Kleiner St. Bernhard genauso. Und so ging es heute den ganzen Tag. Das war wirklich alles sehr kurzweilig. Wir sind nach Kofiger heute fast 10.000 Höhenmeter hochgefahren und 9.500 Meter runter. Also da ging es wirklich rauf, runter, so wie man das auch von so einer Tour erwartet. Was ein bisschen betrüblich war, war wieder, dass wir durch diesen scheiß Tunnel, durch diesen Mont Blanc Tunnel durchgefahren sind, weil das ja immer sackteuer ist. Ich glaube 35 Euro pro Motorrad, also das ist schon wirklich ein heftiger Preis. Da wird es wirklich Zeit, dass die Deutschen auch mal eine Autobahngebühr oder sowas erheben. So, wir sind dann noch ein kurzes Stück Autobahn gefahren zu unserem Hotel in Bex, wo wir jetzt übernachten. Die Preise in der Schweiz fürs Übernachten, das war also wirklich völlig human, auch so 100 Euro pro Person und Nase mit Frühstück. Das Abendessen, ja, da sprechen wir von anderen Dimensionen wie in Deutschland. Aber so ist es eben. Jetzt ist unsere Reise auch schon wieder vorbei. Eine wunderbare Tour diese Woche mit Schotter, mit grobem Schotter, mit feinem Schotter und alles, was man sich wünscht.
vielen Pässen, also wirklich genial und das bei bestem Wetter, außer am Mittwoch auf der Vareita. Also, es freut mich, dass ihr da wart und vielen Dank und bis zur nächsten Tour. Euer Motorradtour. Tschüss. Yourself go and get funky. Let yourself go and get funky. Let yourself go and get funky.